Jetzt kommen wir zu den Vorschriftzeichen. Und wie euch sicherlich auffällt, ist hier die Form- und Farbgebung leider nicht so schön einheitlich wie bei den Gefahrzeichen. Aber schauen wir uns das Ganze mal genauer an, weil hier heißt es dann verschiedene Farben gleich verschiedene Vorschriften. Blaue Schilder bedeuten in diesem Fall feste Vorschriften, wie zum Beispiel Richtungsangaben, Verkehrszonen oder Mindestgeschwindigkeiten. Rote Schilder stehen hier für Verbote, wie zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen, Durchfahrtsverbote oder Park- und Haltverbote. Ach ja, sogar Fahrbahnmarkierungen gehören zu den Vorschriftzeichen. Ja, ihr habt richtig gehört, auch Fahrbahnmarkierungen können richtige Verkehrszeichen sein. Was sie dann genau bedeuten, da gehe ich gleich näher drauf ein. Aber fangen wir am besten ganz vorne bei dem ersten Vorschriftzeichen an, nämlich Vorfahrt gewähren. Hier muss dem Querverkehr Vorfahrt gegeben werden. Hier besteht ein Halteverbot, wenn das Zeichen verdeckt wird. Halt, Vorfahrt gewähren. Es muss dem Querverkehr Vorfahrt gegeben werden. Außerdem muss an der Haltlinie gehalten werden. Wenn es nötig ist, muss an der Sichtlinie erneut gehalten werden. Andreaskreuz. Das Andreaskreuz ist als Schild in der Regel direkt vor einem Bahnübergang zu finden. Hier hat der Schienenverkehr immer Vorrang. Vorrang gewähren. Hier muss dem Gegenverkehr Vorrang eingeräumt werden. Die Wartepflicht besteht meist an Engstellen. Vorgeschriebene Fahrtrichtung jetzt rechts. Hier darf nur in die gezeigte Pfeilrichtung gefahren werden. Es gilt ein Verbot für jede andere Richtung. Hier muss man vor dem Zeichen rechts abbiegen. Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts. Hier darf nur in die angezeigte Pfeilrichtung gefahren werden. Es gilt ein Verbot für jede andere Richtung. Hier muss allerdings nach dem Schild rechts abgebogen werden, also befindet sich das Schild vor der Straße. Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei. Gibt an, auf welcher Seite an einer Verkehrsinsel, an einem Hindernis oder an einer Baustelle vorbeigefahren werden muss. Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts und gerade. Hier darf nur in die angezeigte Pfeilrichtung gefahren werden. Es gilt ein Verbot für jede andere Richtung. Kreisverkehr. Dieses Verkehrszeichen ist meistens unter dem Verkehrszeichen Vorfahrt gewähren angebracht. Es kennzeichnet Kreisverkehre mit besonderen Verkehrsregeln. Hier darf nur in die vorgeschriebene Fahrtrichtung gefahren werden. Und nur beim Rausfahren muss geblinkt werden. Einbahnstraße. Die Straße darf nur in Richtung des Pfeils befahren werden. Durch ein Zusatzschild kann auch angezeigt werden, dass der Fahrradverkehr in die Gegenrichtung zugelassen ist. In der Einbahnstraße darf nicht rückwärts gefahren oder gewendet werden. Haltestellen. Haltestellen von Straßenbahnen oder Linienbusse. Das Parken ist 15 Meter vor und hinter dem Schild verboten. Außerdem dürfen hier keine Fahrgäste gefährdet oder behindert werden. Taxistand. Hier besteht ein Haltverbot für alle anderen Fahrzeuge. Sonderweg für Radfahrer. Dieser Weg gilt ausschließlich nur für Radfahrer. Für andere Verkehrsteilnehmer ist dieser Weg verboten. Sonderweg für Fußgänger. Dieser Weg gilt ausschließlich nur für Fußgänger. Für andere Verkehrsteilnehmer, ausgenommen fahrende Kinder bis 10 Jahre, ist die Benutzung des Fußweges verboten. Sonderweg für Fußgänger und Radfahrer. Fußgänger und Radfahrer benutzen diesen Weg gemeinsam. Für andere Verkehrsteilnehmer ist dieser Weg verboten. Fußgängerzone. Hier ist ausschließlich ein Bereich für Fußgänger. In dieser Zone darf nicht gefahren werden. Fahrradstraße. Diese Straße ist Radfahrern vorbehalten. Andere Fahrzeuge sind nur durch ein Zusatzschild erlaubt. Falls das Befahren erlaubt ist, gilt eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Außerdem dürfen Radfahrer nicht gefährdet oder behindert werden. Verbot für Fahrzeuge aller Art. Hier gilt ein Verbot für Kraftfahrzeuge aller Art. Handfahrzeuge, Krafträder und Fahrräder dürfen geschoben werden. Wichtig für Fahrschüler, in der Prüfungsfahrt muss hier selbstständig abgebogen werden. Verbot für Kraftwagen, alle mehrspurigen Fahrzeuge. Hier gilt ein Verbot für Kraftwagen und alle sonstigen mehrspurigen Fahrzeuge. Auch hier müssen Fahrschüler selbstständig abbiegen. Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen. Hier gilt ein Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen. Ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse. Verbot für Radfahrer. Radfahrer dürfen hier nicht fahren. Für andere Fahrzeuge ist das Fahren erlaubt. Verbot für Krafträder. Hier gilt ein Verbot für Krafträder. Auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas darf hier nicht gefahren werden.
Verbot für Fußgänger. Hier gilt ein Verbot für Fußgänger. Das Betreten des Straßenteils ist verboten. Verbot für Krafträder und Kraftwagen. Hier gilt ein Verbot für Krafträder und Kraftwagen. Auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder, Mofas und mehrspurigen Kraftfahrzeugen darf die Fahrbahn nicht benutzt werden. Verbot für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern. Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern dürfen hier nicht fahren. Für diese Fahrzeuge gilt ein Verbot. Verbot für Fahrzeuge bestimmte Länge. Hier gilt ein Verbot für Fahrzeuge über eine bestimmte Länge. Das Verbot zählt für Fahrzeuge und Züge einschließlich Ladung. Schneeketten vorgeschrieben. Hier herrscht eine Schneekettenpflicht. Die maximale Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten beträgt 50 Stundenkilometer. Umweltzone. In dieser Zone besteht ein Fahrverbot für PKWs bestimmter Schadstoffgruppen. Wendeverbot. Hier herrscht ein Wendeverbot. Einfaches Linksabbiegen ist hingegen erlaubt. Zulässige Höchstgeschwindigkeit. Das Schild zeigt die zulässige Höchstgeschwindigkeit an. Das heißt, man darf maximal die Geschwindigkeit fahren, die angegeben ist. Verbot der Einfahrt. Es ist verboten, in diese Einfahrt hineinzufahren. Es muss aber trotzdem auf die Fahrzeuge geachtet werden, die herauskommen können. Auch hier muss der Fahrschüler selbstständig abbiegen. 30er-Zone. In dieser Zone dürfen sich alle Fahrzeuge mit höchstens 30 km/h fortbewegen. Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit. Hier besteht eine vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit, die eingehalten werden muss. Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art. Hier gilt ein Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art. Mehrspurige Kraftfahrzeuge und Motorräder mit Beiwagen dürfen nicht überholt werden. Also ein einzelnes Motorrad beispielsweise dürfte man überholen. Überholverbot Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen. Hier gilt ein Überholverbot für Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen. PKWs und Kraftomnibusse sind aus diesem Verbot ausgenommen. Überholverbot einspurige Fahrzeuge. Hier gilt ein Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen. Das Verbot gilt für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen. Absolutes Haltverbot. Hier ist ein absolutes Haltverbot. Jedes freiwillige Halten auf der Fahrbahn ist verboten. Halten ist eine gewollte Fahrunterbrechung, die nicht durch die Verkehrslage oder andere Anordnung veranlasst ist. Eingeschränktes Haltverbot. Hier gilt ein eingeschränktes Haltverbot. Das heißt, freiwilliges Halten auf der Fahrbahn für mehr als 3 Minuten ist hier verboten. Eingeschränktes Haltverbot Zone. Hier besteht ein eingeschränktes Haltverbot für eine bestimmte Zone. Ende aller Streckenverbote. Hier werden alle Streckenverbote, die zuvor aufgestellt wurden, aufgehoben. Geschwindigkeitsbegrenzungen und Mindestgeschwindigkeiten gelten jetzt nicht mehr. Verbot Fahren ohne Mindestabstand. Hier besteht ein Verbot des Fahrens ohne Mindestabstand. Das Verbot gilt nur für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse oder für ihre Zugmaschinen. Verbot für Mofas. Hier gilt ein Verbot für Mofas. Mit Kleinkrafträdern, Leichtkrafträdern mit maximal 125 Kubik ist das Fahren erlaubt. Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast. Hier gilt ein Verbot für Fahrzeuge mit einer höheren Achslast als 8 Tonnen. Es zählt hier die tatsächliche Masse. Verbot Fahrzeuge tatsächliche Masse. Verbot für Fahrzeuge mit höherer tatsächlicher Masse. Bei Zügen wird dabei jedes Fahrzeug für sich gerechnet. Verbot Fahrzeuge über angegebene Breite. Verbot für Fahrzeuge über eine bestimmte Breite. Die Ladung wird in die Breite mit eingerechnet. Verbot Fahrzeuge über angegebene Höhe. Verbot für Fahrzeuge über eine bestimmte Höhe. Die Ladung wird in die Höhe mit eingerechnet. So, als nächstes kommen wir zu den Fahrbahnmarkierungen. Und wir beginnen hier mit der Haltlinie. Die Haltlinie bestimmt, wo ich anzuhalten habe. In Verbindung mit einem Stoppschild ist das Halten ein Muss.
Falls keine Haltlinie vorhanden ist, muss an einem Stoppschild dann an der Sichtlinie gehalten werden. Fahrstreifenbegrenzung. Die Fahrstreifenbegrenzung begrenzt den für den Gegenverkehr bestimmten Teil der Fahrbahn oder auch mehrere Fahrstreifen für den gleichgerichteten Verkehr. Die Fahrstreifenbegrenzung macht den Fahrbahnrand deutlich erkennbar. Super wichtig für Fahrschüler ist hier, die durchgezogene Linie darf auf gar keinen Fall überfahren werden, es sei denn, ihr müsst an einem stehenden Hindernis vorbei. Fußgängerüberweg, Zebrastreifen. Hier ist ein Fußgängerüberweg. Hier muss natürlich den Fußgängern das Überqueren der Straße ermöglicht werden. Fahrt hier mit mäßiger Geschwindigkeit heran und seid aufmerksam. Außerdem sollte in diesem Bereich nicht überholt werden. Einseitige Fahrstreifenbegrenzung. Ist man auf der Seite der unterbrochenen Linie, so dürfen beide Linien überfahren werden, wenn niemand gefährdet wird. Ist man auf der anderen Seite unterwegs, zählt natürlich dasselbe wie für die normale Fahrstreifenbegrenzung. Grenzmarkierung. Hier gelten Halt- und Parkverbote. Der Bereich wird mit einer Zickzacklinie markiert. Er darf aber überfahren werden. Sperrfläche. Diese Sperrfläche darf von Fahrzeugen nicht überfahren werden. Richtungspfeile. Pfeile empfehlen sich frühzeitig einzuordnen und in Fahrstreifen nebeneinander zu fahren. Die Pfeile zeigen an, welcher Fahrstreifen in welche Richtung geht. Es darf nur dorthin gefahren werden, wo sich eingeordnet wurde. Auf diesen Richtungspfeilen gilt ein Haltverbot. Vorankündigungspfeil. Hier kündigt sich eine Fahrstreifenbegrenzung an oder das Ende eines Fahrstreifens ist erreicht. Als nächstes kommt